Eine Burg, ein Bergfried, eine Altstadt, ein Park, ein friedliches Bild. Anderswohin unterwegs, mein Name ist Uli. Ich bin heute am Niederrhein, und zwar in der Stadt Wassenberg. Wassenberg, das liegt zwischen Mönchengladbach und der Grenze zu den Niederlanden. Ich beginne meinen Rundgang am Rathaus, und hier steht das Weber-Denkmal. Das Weber-Denkmal, das erinnert an die Seidenweber, die mal hier in Wassenberg gelebt und gearbeitet haben. 3 große Fabriken hat es hier gegeben und etliche Hauswebereien. Ich bin jetzt weitergegangen Richtung Altstadt und da komme ich zu einem Stadttor, zum Rosstor. Das Rosstor ist eines von 3 Stadttoren, das die Stadt einmal gehabt hat. Das Rosstor hat seinen Namen von einer Mühle, die hier in der Nähe gestanden hat, die sogenannte Rossmühle. Wenn man durch das Stadttor durchgeht, kommt man auf einen Platz, das heißt hier am Rosstor. Das ist so etwas wie der Marktplatz von Wassenberg. Da hinten, da steht übrigens ein Gebäude, das ist das alte Rathaus. Was gleich auffällt hier an diesem Platz, das ist die Menge von Restaurants und Brauereien, die es hier gibt. Das liegt daran, wenn man hier in Wassenberg auf den Genuss sehr viel Wert legt. Einmal im Jahr gibt es hier den sogenannten Schlemmermarkt, der findet hier auf dem Platz statt und da geht es alles rund ums Essen und Trinken. Hinter der alten Marktsäule, das Gebäude heißt Altes Rathaus. Das ist gar nicht so alt, das stammt aus den 50er Jahren, aber von den 50er Jahren bis 1997 war hier tatsächlich das Rathaus. In dem Haus rechts wohnte Oskar Forkenbeck, deswegen heißt es auch Forkenbeck-Haus. Der Mann, der ist um die Welt gereist und hat Zeitungen gesammelt und hat das erste Zeitungsmuseum der Welt gegründet. Und gleich gegenüber, da steht das älteste Haus von Wassenberg. Ganz in der Nähe, da befindet sich dieser Rest der Stadtmauer von Wassenberg. Das da ist der sogenannte Verlorenenturm. Wassenberg hatte ein Gericht und wenn hier jemand zum Galgen verurteilt wurde, dann kam er in diesen Verlorenenturm. Achtet mal auf das kleine Fenster mit dem Gitter. Das ist Richtung Innenstadt. Da konnten dann die Gefangenen nochmal einen Blick auf die Stadt werfen. Der letzte Blick sozusagen. Die St. Georgskirche, die stammt aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, die liegt gleich zu Füßen der Burg. Im Hintergrund, da sieht man den Bergfried. Das ist der ältere Teil der Burg, stammt aus dem Mittelalter. Der vordere Teil, der stammt aus dem Jahr 1740. Die Burg war damals Sitz eines Amtmanns. Schon vor über 100 Jahren war Wassenberg ein Luftkurort. Es gab hier richtigen Fremdenverkehr. Die Touristen, die kamen wegen der Waldgebiete, die um Wassenberg liegen, hierher. Hier gab es sehr viele Wanderwege, wie es auch heute noch gibt. Wenn man Fremdenverkehr hat, braucht man natürlich auch eine Parkanlage. Und die hat man sich hier in Wassenberg auch gebaut. Zu der Parkanlage gehört auch das hier, Küsters Garten, benannt nach einer Arztfamilie Küsters. Die brachten seltene Pflanzen hierher. Schaut euch mal diesen Mammutbaum an. Die Reste der Stadtmauer, die sind hier in den Park mit eingebunden. Also auf der rechten Seite sieht man den anderen Teil des Parks. Ist herrlich hier. Hier lässt es sich aushalten. Das ist jetzt der eigentliche Stadtpark, der zieht sich runter bis zum sogenannten Gondelweiher. Das ist der Gondelweiher. Der wurde in den 20er Jahren hier angelegt und da ist man früher mit Gondeln, also Ruderbooten, drauf gefahren.
Als man den Gondelweiher hier baute, da hat man gleichzeitig auch ein großes Freibad gebaut, eines der ersten hier in der ganzen Region. Das Freibad existiert heute nicht mehr, man sieht nur noch da hinten das Bademeisterhäuschen. Da ist inzwischen ein Café drin. In den Sommermonaten kann man sich hier inzwischen wieder Ruderboote mieten, um auf dem Gondelweiher zu fahren. An vielen interessanten Stellen hier in Wassenberg findet man Informationstafeln, die geben eine gute Info über den jeweiligen Ort. Und der Heimatverein, der kümmert sich darum, der legt sogar Stadtpläne aus an jedem Informationsschild. Hier zum Beispiel kann man sich auch alte Bilder anschauen vom Gondelweiher und vom Freibad. Das ist übrigens das ehemalige Bademeisterhäuschen. So, ich gehe jetzt weiter Richtung Burg und Burgturm. Als erstes will ich zum Bergfried. Der wurde dort oben auf dem Hügel errichtet, und zwar als mehrgeschossiger Wohnturm. Ja, ein paar Stufen muss man schon hochklettern, um zum Wohnturm zu kommen. Belohnt wird man oben von einem herrlichen Ausblick über Wassenberg. Hier gibt es Infotafeln, die zeigen einem, was wo in Wassenberg steht. Unterhalb vom Bergfried, da liegen die heutigen Gebäude der Burg. Das ist heute allerdings eine Hotelanlage. An der Rennbahn, so heißt diese Straße hier. Ich bin inzwischen in der Wassenberger Oberstadt. Allerdings hier ist keine Rennbahn zu sehen. Das ist ein Wohngebiet hier. Richtig ist, hier gab es einmal eine Rennbahn. Und zwar zwischen 1906 und 1926. Das war eine Rad- und Motorradrennbahn. 500 Meter war sie lang, ein Oval, 8 Meter breit war die Bahn, eine Erdbahn. Und die Rennen, die wurden ausgetragen vor bis zu 10.000 Zuschauern. Zu der Rennbahn gehörten auch sogenannte Erfrischungshallen für Zuschauer, eine Tribüne, eine Musikhalle, denn bei den Rennen, da gab es sogar Konzerte. Und man hatte eine Drehscheibe mit einer Anzeige drauf. Gefahren wurden hier sogenannte Fliegerrennen, Dauerrennen mit Schrittmacher, Motorradrennen. Man fuhr um den großen Preis von Wassenberg und um das Goldene Rad von Wassenberg. Das Haus rechts, das ist die sogenannte Waldschenke. Das ist das erste Haus, das in der Oberstadt von Wassenberg stand. Ganz früher hieß das Haus Post Jansen. Damals noch stand es ganz einsam in der Heide- und Waldlandschaft. Heute steht das alte Haus in einem Kreisverkehr mitten in der Stadt. Ebenfalls in der Oberstadt, da findet man dieses Denkmal, das Bergarbeiterdenkmal, ein Bergmann aus Bronze. Er erinnert an die Wassenberger, die im Bergbau gearbeitet haben. Ganz in der Nähe, da liegt die Stadt Hückelhoven, dort gibt es die Zeche Sophia Jacoba. Dort wurde noch bis 1997 Steinkohle gefördert. Viele der Bergarbeiter haben hier in Wassenberg gelebt. Hier gab es übrigens auch Zugänge zum Bergwerk und unter der Stadt, da gibt es die Stollen, wo dann Kohle abgebaut wurde. Etwas außerhalb der Stadt, da will ich mir ein weiteres Überbleibsel des Bergbaus angucken, ein Relikt, das hier erhalten und ausgestellt wurde, aber ich stehe nur vor einem Zaun und das, was ich sehen will, steht hinter dem Zaun, nämlich eine Lok, die unter Tage eingesetzt wurde. Und so kann ich mir Lok 33 nur aus der Ferne anschauen. Die Untertage-Lok 33 hat das Baujahr 1955. Sie fuhr 14 Stundenkilometer schnell und diese Lok wurde unter Tage für Personal- und Gütertransporte eingesetzt. Auf dem Gelände hinter der Lok, da stand übrigens bis 1997 noch ein Zechenturm. Das war es von meinem Rundgang durch Wassenberg, der schönen alten Stadt hier am Niederrhein. In diesem Sinn, tschüss.